Hymer B Masterline i890 für rund 209.000 Euro. Wir haben hier wieder ein großes Wohnmobil. Stefan, was macht dieses Modell aus? Das ist mit eines der schönsten Wohnmobile. Ist auf 9 Meter Länge. Von außen ist es ein sehr schnittiges Fahrzeug. Ist ein sehr niedriges Fahrzeug für so ein langes Fahrzeug. Wir sind noch unter 3 Meter. Und innen drin ein riesengroßer Wohnraum. Ja, schauen wir uns mal an, gell? Fahrgestell Mercedes Sprinter mit 170 PS. Das klingt doch ganz gut, oder? Ja, das ist ein gutes Fahrgestell. Wir haben hier einen Dreiachser. Das heißt, wir haben genügend Zuladung. 170 PS Automatik, fährt sich hervorragend. Wir haben 1,1 Tonnen Zuladung. Von außen ein tolles Design, Silberlackierung. Das ist eine Option, die der Wagen hat. Schöne Akzente mit Schwarz dazu. Und ist einfach ein ganz schnittiges Fahrzeug. Das hier ist ein ganz neuer Wagen, ganz aktuell. Man erkennt es daran, dass die Markise bei dem Fahrzeug schon aufs Dach gesetzt ist. Die 2022er Modelle hatten die Markise noch seitlich montiert. Er hat sie schon oben drauf montiert, die Markise. Schöne Beklebung, tolle Alufelgen, große Stauräume. Schauen wir uns vielleicht zuerst mal an, die Stauräume bei dem Fahrzeug, Genau. bevor wir reingehen. Interessant ist immer, wenn so ein Fahrzeug einen Doppelboden hat. Das hat dieser Wagen. Doppelboden bedeutet zum einen viel Stauraum, zum anderen auch Winterfestigkeit. Ich habe einen doppelten Boden, der beheizt ist. Somit kann man auch nichts einfrieren im Doppelboden. Die Tanks sind immer automatisch mit beheizt. Und eben ganz wichtig hier diese Durchlade, die wir sehen. Ich kann ganz viele Sachen noch zusätzlich mitbringen zu einem anderen Fahrzeug, die man sonst nicht hätte. Gucken wir noch in die Garage rein. Wir haben hier ein Queensbettenfahrzeug. Oftmals ist dann das Vorurteil, dass die Garage zu klein ist. Hier sieht man aber schön, dass auch wenn das ein Queensbettenfahrzeug ist, wo die Betten nicht so hoch gesetzt sind, dass die Garage völlig ausreichend ist, um alles mitzunehmen. Hier haben wir noch eben vom Werk eben alles mitgelieferte Material mal gerade drin. Aber du kannst eben ganz locker hier 2 Fahrräder mitholen oder sogar 4 Fahrräder. Das würde auch funktionieren. Du kannst einen Motorroller mitholen. Wir haben insgesamt 350 Kilogramm, die wir belasten dürfen in der Garage. Und auch ganz nett ist, wenn man das hier sieht, wir haben ein Bett, was wir elektrisch hoch und runter fahren können. Das sieht man hier an den Schienen, die links an der Heckwand verlaufen. Und wir haben das Bett jetzt hochgefahren, sodass der Stauraum eben auf maximaler Höhe ist und das Bett eben auch innen drin hoch ist. Das sehen wir gleich, aber wir können das 20 cm, fast 30 cm runterfahren, sodass man auch sehr leicht aufs Bett steigen kann, wenn es eben von der Hüfte ja nicht mehr so funktionieren sollte. Außendusche gibt es auch? Genau, das ist eine Option, die haben wir mitbestellt. Eine Außendusche ist ganz praktisch. Ja, ob ich dann jetzt einen Hund damit abdusche oder ob ich die Wanderschuhe damit abdusche, ist auf jeden Fall ganz praktisch außen. Und von der anderen Seite kommt man auch. Genau, die andere Zur Seite, ich kann sie Heckgarage. mal gerade mal öffnen, während ihr mal hier schaut. Und dann sieht man das vielleicht ein bisschen besser. Rüber. So, also hier hat man wirklich massig Platz. Hier sind noch zusätzliche Polster. Auch hier gibt es auch noch mal Teppiche, die man bei Bedarf auslegen kann, wenn man es etwas gemütlicher haben will. Jetzt sieht man es gut, ne? Genau, da kann man einmal durchklettern. Super, also massig Platz. Und hier fährt man dann das Bett hoch und runter. Genau, das ist Ja? der elektrische Mechanismus für hoch und runter zu fahren. Ja. Ich kann das aber nur von hier hoch und runter fahren oder auch von oben. Ja, es ist eben besser auch von hier, weil wenn du ein Fahrrad drunter stehen hast und jemand denkt nicht dran, du fährst es von oben runter, dann hast du eventuell das Fahrrad und das Bett kaputt. Ne? Und von hier bist du ja sicher, ne? Wenn du es dann hoch und runter fährst. Ja, ich habe auch schon gesehen, Teppiche sind auch schon mit dabei, wenn man die Genau. auslegen will. Teppiche sind auch mitbestellt und noch eine Winterisoliermatte zusätzlich, weil diese Fahrzeuge eben sehr oft auch im Winter genutzt werden, aufgrund ihrer Wintertauglichkeit. Wir haben eine beste Isolierung bei einem Hymer, einzigartig mit einer PU-Schaumisolierung. Zusätzlich eben Doppelbodenfahrzeug und alte Warmwasserheizung. Ein Heizsystem, wie man es zu Hause eben hat, mit einem Warmwasserkreislauf, keine Umluft, von dem her perfekt geeignet für den Winter. Und bis zu welcher Temperatur kann ich da noch gemütlich drin wohnen? Gibt es im Prinzip keine Einschränkung hier in Europa. Ich habe viele Kunden, die sind schon über Weihnachten an den Polarkreis gefahren mit so einem Fahrzeug bei minus 20, minus 30 Grad. Okay.
kein Problem. Die Isolierung ist so stark bei so einem Fahrzeug, wenn der geheizt wird. Das ist eben perfekt für den Winter. Super. Ja, also innen drin bleibt es immer muckelig warm. Ja. Gut, dann gehen wir mal rein. Wenn man eine Klimaanlage hat, umgekehrt auch muckelig kalt. Ja, Trittstufe. Ich gehe mal rein. Oh, wow. Das ist groß. Das ist eine kleine Wohnung hier. Ja, man erwartet es nicht von der Höhe vom Fahrzeug, wenn man es außen sieht, aber es ist eben riesig lang, das Fahrzeug, und super geräumig. Der Wagen ist jetzt hier mal ohne Hubbett bestellt. Auch mal eine sehr, sehr interessante Variante, dass man einfach mal sieht, ich kann durchs Fahrerhaus komplett durchgehen, ohne irgendwo runter zu gehen. Ich habe zusätzliche Stauräume, die ich sonst nicht habe. Der optimale Wagen für 2 Personen, die viel Platz brauchen, die vielleicht ein halbes Jahr damit überwintern in Spanien oder auch mal 3-4 Monate in die Alpen fahren und dort in der Kälte bleiben. Ja, ich muss sagen, wir haben hier optisch auch nochmal eine etwas andere Richtung von den Materialien her und die Farbgebung. Es gefällt mir wirklich sehr gut. Auch die Liebe zum Detail, dass hier die Polster noch, also dass die Wände noch abgepolstert sind, zusätzlich mit so Ziernähten. Genau, sehr, sehr hinten am Bett schön. sieht man es auch schön mit der Abpolsterung. Also sehr, sehr detailverliebt das Ganze. Wow, und man kommt, man kann hier wirklich lange durchs Wohnmobil laufen. Sehr schön. Auch nochmal mit Fenstern, Dachfenster, zusätzliche, hier auch noch Schränke. Hängeschränke. Links und rechts. Zusätzlich zu den Hängeschränken, die man auch noch hat. Man hat hinten vom Schlafbereich aus noch so einen kleinen Schlupf, wo man eben seine Brille oder Bücher abends verstauen kann. Sehr schön. Also ich bin 1,75. Hier auf der Stufe wird es schon ein bisschen knapp, aber so. Du hast gesagt, du bist 1,85. 1,85, ja, also auf der kleinen Stufe ist Platz und normal eben 2 Meter reicht völlig aus. Ist noch Luft nach oben. Ansonsten haben wir hier noch Türen, Ja, um den Schlafbereich etwas abzutrennen. Die sind natürlich auch nochmal zusätzlich gesichert, damit nichts während der Fahrt aufgeht. Guck mal hier, die Details finde ich wirklich sehr, sehr schön. Der Stoff, die Ziernähte. Toll, gefällt mir sehr gut. eigener TV-Bereich hinten, das heißt, wir können hier hinten und vorne fernsehen bei dem Fahrzeug. Und komme ich hier auch in die Heckgarage irgendwie? Gibt es da eine Durchreiche Nee. oder sowas? Da kommst du nicht rein, du kommst nur hier unter das Bett, da sind noch Schubladen und ein Stauraum. Aber es ist nicht gedacht hier, dass du in die Heckgarage reinkommst. Und du hast schon gesagt, das Bett ist jetzt auf der maximalen Höhe eingestellt. Genau. Das heißt, man kann es auch noch ein bisschen runterfahren, wenn man einen etwas gemütlicheren Einstieg will. Genau, wir kommen genau auf die Höhe, wie hier links und rechts die Ablagen sind, neben dem Bett. Und dann ist die Matratze, Oberkante ist genauso hoch wie die Oberkante von dem Brettchen hier am Bett. Und das ist schon ein sehr, sehr tiefes Bett. Okay. Ja, und wir haben auch gesehen, hier sind auch noch zusätzliche Staufächer, die man öffnen kann. Ja, von unten einmal. Von unten einmal drücken, genau. Noch Kopfstützen versteckt hier für die Sitzgruppe, falls die 3. und 4. Person doch mal mitfahren wollen. Also auch hier 4 Personen haben Sitzplätze bei der Fahrt. Genau. Und Schlafplätze sind eigentlich nur 2 vorgesehen. Man könnte jetzt wiederum aber die Sitzgruppe vorne umbauen und da könnten auch noch 2 Personen schlafen, wenn es mal so sein sollte. Und hier auch noch mal ganz viele Schränke und Staufächer. Ja, da hat man Platz. Ja, das ist schon fast wie zu Hause hier im Kleiderschrank. Wäre das was für dich, dein Haus zu verkaufen und nur noch im Wohnmobil zu leben? Ja, irgendwann schon mal, ja. Ja, könnte ich tatsächlich mir vorstellen, ja. Das würde funktionieren. Ist ja schon, wenn man so eine Wohnung auf Rädern hat, natürlich so einen Kastenwagen, da muss man seinen Platz schon etwas reduzieren, aber hier Ja, ne, das ist schon, es geht. Ne? Das ist wie, ich vergleiche es immer mit einem Hotelzimmer. Es gibt ja auch wahnsinnig geschickte Hotelzimmer oder Kreuzfahrtkabinen und das hier ist nichts anderes. Man hat sein Hotelzimmer mit dabei und das ist genauso geschickt aufgeteilt, dass man hier alles unterbekommt. Man holt trotzdem zu viel Sachen mit, die man packt. Und wenn man fertig ist aus dem Urlaub, bringt man immer noch Sachen mit, die unbenutzt sind. Und am Anfang denkt man, es ist viel zu wenig Platz. Ja. Das hier schließe ich mal absichtlich in die Richtung. Da könnt ihr mal gucken, das ist extra so, dass ich das abtrenne. Genau, da kann man dann einfach nochmal den Raum abtrennen. Ich setze mich mal kurz auf die
ins WC. Ja, also Beinfreiheit ist auf jeden Fall sehr viel vorhanden. Dann haben wir hier noch einen Spiegel, um den Raum nochmal zu trennen. Also man kann sich hier super fertig machen. Also quasi das Bad. Man kann also das Bad eigentlich komplett abtrennen. Einmal hier mit der Zwischenwand, einmal diese Wand und dann hat man hier so den Badbereich. Genau. Inklusive Kleiderschrank, dass man sich hier in Ruhe fertig machen kann. Ich sag mal, der 2 Meter Mensch, der könnte in der Dusche immer noch stehen. Jetzt ist ja hier noch ein 5 cm Holzpodest drin. Den mache ich dann raus beim Duschen. Aber durch die Dachluke ist noch mehr Platz nach oben. Ja. Und jetzt bin ich hier auch schon hier 1,95 Meter fast groß. Dann, ne? Ja, und auch hier im Badezimmer auch noch Schubladen, um... Waschbecken auch recht groß und hochwertig. Ja, das ist aus einem Guss. Das ist sehr schön gemacht und auch sehr modern von der Art und Weise. Wie in einem frisch gebauten Hotel von der Architektur her. Und so riecht es hier auch. Es riecht ganz, ganz neu. Stimmt, ja. Und hier sind wir bei der Küche. Auch hier Gasherd mit 3 Kochfeldern. Waschbecken. Eigentlich das, was man braucht in der Küche. Ne? Genau, Hier auch noch kleine so eine... Abtropfer, ja. Nochmal ein Waschbecken. Kann man das schwenken? Ja, das kann man schwenken. Das hier. Ah, okay. Gut. Schwenken kann man es. Überall Schubladen, ganz wichtig. Nur mit Schubladen kann ich auch hier das L von der Küche nutzen. Das wird bei einem Wohnmobil sehr oft gefragt, hat er eine L-Küche? Woher kommt die Frage? Die kommt daher hier einfach. Wir sind jetzt hier zu zweit im Wohnmobil. Wenn ich in der L-Küche stehe, kann der andere immer noch vorbeigehen. Das ist eben der Vorteil bei so einem L, dass man einfach dann trotzdem und den L-Schenkel hier nutzt mit Schubladen. Das ist einfach von der Aufteilung hier die sinnvollste Aufteilung bei einer Küche, so eine L-Küche. Ja, und alles mit Softclose-Einzügen. Ist heute auch schon fast ein Standard, wie zu Hause in der Küche. Zieht sich selber ein. Und eben dann noch ein kleiner Apotheker. Und das ist alles zum Glück, was man hier braucht. Das hier, das nennt sich Badachi-Schiene. Das ist so eine Spezialität. Da kann man was reinhängen in so eine Schiene. Man kann auch Haken reinmachen. Das ist eine ganz nette Lösung. Wenn das eingefräst ist ins Möbelstück, macht da was her, wenn ich nur Geschirrtücher dran mache. Sieht eben schon schick aus. Ne? Ja, wie im Flugzeug ein bisschen. Die Klappen, ja. Muss man tatsächlich vor der Fahrt einmal rundherum gehen, wie die Stewardess, und muss man checken, ob alle Oberklappen zu sind, weil ich ansonsten beim Bremsen oder links und rechts fahren ja was verlieren könnte. Ne? Aber die gehen auch von alleine zu, auch Soft Close, und dann halten die auch zu. Gesichert. Dann haben wir hier auch noch zusätzliche USB- und USB-C Lademöglichkeiten. Genau. Und dann auch nochmal Kühlschrank, Gefrierschrank von Dometic. Und hier ist auch noch ein Staufach. Genau, entweder man bestellt einen Backofen mit für oben drüber oder man hat ein Staufach. Hier ist jetzt das Staufach, könnte man auch einen Backofen nachrüsten, wenn man das gerne möchte. Und hier wiederum Apothekerschränkchen. Jeder Platz wird hier genutzt. Ja, ich muss sagen, wir sind ja jetzt in der Zeit, wo dieses ganze Konzept Wohnmobil wirklich ausgeklügelt ist. Ne? Es gab ja, ich frage mich manchmal, welche krassen Lösungen es so gibt. Ne? Ja, hier muss jeder Platz ausgenutzt werden und das können die Ingenieure sehr gut. Und von dem her ist auch der Doppelboden hier voll und ganz ausgenutzt. Ob es mit Stauräumen ist oder auch im vorderen Bereich, wo die Technik dann drin liegt. Da liegen dann die Batterien im Doppelboden mit drin. Eventuell ein Stromwandler, wenn er das hat. Hier wird jeder Raum genutzt. Hier ist der Elektroblock vom Wohnmobil, sodass man auch schön beikommt an die Sicherungen. Und in dem Bereich kommt dann hier die Batterien. Hier ist jetzt eine Standardbatterie verbaut. Oftmals wird dann eben auf Kundenwunsch das Ganze dann aufgerüstet mit Lithiumbatterien. Hier gibt es auch unzählige Anbieter von Lithiumbatterien und wir können das nachrüsten oder man bestellt ab Werk die vorhandene Variante, die der Hersteller zur Verfügung stellt an Lithium. Ja, jeder Zentimeter perfekt genutzt. Das fasziniert mich immer wieder bei einem Wohnmobil. Oder ich finde, ich war ja auch mal auf der Boot bei Yachten und da ist es ja auch noch krasser, dass du wirklich so ein Gefühl hast wie in einer Wohnung und das ist schon eine Kunst für sich. Bei Booten, stimmt, das ist auch sehr schön gelöst. Ist ja sehr ähnlich. Ne? Das eine spielt sich dann eben auf der Straße ab, das andere im Wasser. Aber alles in allem ist oftmals sehr gleich. Gleiche Komponenten werden verarbeitet, gleiche Hersteller werden da als Lieferanten von den Teilen dann eben auftreten. Sehr ähnlich, ja. Ich muss auch sagen, die Stoffe hier gefallen mir echt gut.
Also wenn ich einen Hümer bestelle, gibt es auch verschiedene Stoffvarianten oder gibt es so Wohnwelten, die man sich zusammenstellen kann? Bei dem Masterline haben wir 2 verschiedene Holzfarben. Wir haben einmal die Holzfarbe hier und dann haben wir noch eine hellere Holzfarbe. Und dazu passend gibt es eben, ich glaube, wir haben 12 verschiedene Wohnwelten, die man sich aussuchen kann. Die sind vorgegeben, so wie jetzt hier. Und dann kann man das am Musterkatalog mal ans Holz halten oder an unseren Ausstellungsfahrzeugen einfach mal anschauen. Wir haben ja verschiedene Varianten immer hier stehen. Und dann bestellt man sich so, wie man es gerne möchte. Ja. Also kann man bei euch auch Neufahrzeuge konfigurieren? Genau, wir haben das sogar sehr häufig, dass die Fahrzeuge hier angeschaut werden und dann wird das genauso konfiguriert, wie man es will. Das ist ja oftmals ein Lebenstraum, der erfüllt wird, wo das Fahrzeug auch dann für die nächsten 20 Jahre eben dann seinen Dienst tun soll. Dann wartet man zwischen einem halben Jahr und einem Jahr Lieferzeit und dann kommt dann sein Wunschmobil. Oder man holt eben das, was hier auf dem Platz schon steht. Genau. Den Tisch kann man den kann man verschieben, ne? Den kannst du sowohl verschieben als auch zusammendrücken. Ja, Hier ist ein Hebel. Und jetzt Aber kannst du- mach du es am besten, ich muss das Mikro halten. Sagt er mich. So, Aha, ja. jetzt kannst du verschieben. Plus wir können auch noch absenken den Tisch, damit du hier noch eine Schlaffläche für 2 Personen herstellen kannst. Super. Ansonsten sehe ich ein riesiges Display im Ja. Cockpit. Das ist so wie bei einem Mercedes E-Klasse PKW haben wir hier eben ein großes M-Box-System, so nennt sich das, ein 10 Zoll Navigationssystem, wo alles mit drin ist. Hier wird auch dann die Distronic drüber gesteuert. Distronic bedeutet, das ist ein Abstandstempomat, also auch hier Technik wie in neuesten PKWs und das Fahren ist sehr, sehr komfortabel. Man fährt das Ganze echt wie in einem Luxus-PKW. Und wir haben auch eine Fahrertür. Das heißt, man muss nicht unbedingt hier einsteigen, sondern kann direkt als Fahrer über diese Tür. Das hast du sehr gut gesehen, genau. Das haben wir nämlich ganz oft, dass diese voll integrierten Fahrzeuge keine Fahrertüren haben. In Hymer baut Fahrertüren ein, sodass ich eben auch noch beim Tanken hier aussteigen kann. Gut. Ich denke, Was wir jetzt noch nicht geschaut haben, das können wir beim nächsten Mal schauen, ist der Fernseher. Der kommt hier elektrisch rausgefahren. aha, ja. Aber das ist nicht so wichtig, Fernsehen. Ne? Man guckt ja heute über den Computer. Wichtig ist zu wissen, dass es einen Fernseher gibt. Gut. Ein richtig schönes Fahrzeug. So, nochmal den Preis. Wir haben hier rund 209.000 Euro für ein Neufahrzeug Genau. von Hymer. Genau. 209.000 Euro. Es gibt mit Sicherheit noch Ausstattung, die wir dazu fügen können oder nachrüsten können, wie zum Beispiel eine Solaranlage oder eine SAT-Antenne. Die Fernsehgeräte sind jetzt schon dabei und alle anderen Sonderwünsche können wir den Kunden auch erfüllen. Oder jemand konfiguriert sich sein Fahrzeug so, wie er es möchte. Aber so hat man mal einen groben Preis, was das kostet. Aber der Wagen hier wäre auch sofort verfügbar. Super. Und wenn sich jetzt jemand dafür interessiert, Kontakt. Ja, der darf sich gerne bei uns melden, entweder telefonisch, per E-Mail oder über unser Kontaktformular auf der Webseite. Oder kommt natürlich persönlich jederzeit hier vorbei. Super. Dann bedanke ich mich für die Führung und wünsche viel Erfolg beim Verkauf. Dankeschön.